Objektnummer SCP-022-DE, Klassifizierung Keter. Sicherheitsmaßnahmen. Aufgrund der Natur von SCP-022-DE ist eine direkte Eindämmung unmöglich. Daher ist unter allen Umständen zu verhindern, dass die Bevölkerung bemerkt, dass SCP-022-DE lösbar ist. Internetforen und der Mathematik dienende Forschungseinrichtungen müssen überwacht und weitere Studien zu SCP-022-DE mit allen Mitteln unterbunden werden. Sollte die wahre Natur von SCP-022-DE publik werden, sind die dafür benutzten Medien zu zensieren und danach von allen gefährlichen Informationen zu bereinigen, bevor sie wieder freigegeben werden können. Allen Zeugen muss ein Amnesikum der Klasse A verabreicht werden, und die Verantwortlichen für die Publizierung von SCP-022-DE Eigenschaften sind zu diffamieren. Sollte der anomale Effekt von SCP-022-DE ausgelöst werden, sind für die resultierenden Phänomena Falschinformationen zu streuen. SCP-022-DE darf ohne die Zustimmung des O5-Rates für keine Berechnungen irgendeiner Art verwendet werden. Die Anwendung ist durch 2 Forscher mit einem Doktortitel in höherer Mathematik und 3 bewaffneten Wachleuten der Stufe 3 zu überwachen. Nicht autorisierte Anwendung hat die sofortige Terminierung zur Folge. Unter keinen Umständen ist SCP-022-DE mit nur einem Zahlenwert mit realem Bezug zu verwenden. Beschreibung: SCP-022-DE bezeichnet alle reellen Gleichungen, die es erfordern, einen oder mehrere Zahlenwerte durch die Zahl 0 zu dividieren. Die einfachste Form von SCP-022-DE ist: x0 ist gleich a mit der Bedingung, dass das Element Paar oder die Menge x und a Elemente der realen Zahlen sind. SCP-022-DE scheint auf den ersten Blick keine definierte Lösung zu besitzen. Allerdings kann durch die Anwendung fortgeschrittener höherer Mathematik tatsächlich ein definiertes Ergebnis erhalten werden. Die Berechnungen hierzu können Sie Report 022-DE entnehmen. O5-Genehmigung benötigt. SCP-022-DE bleibt inert, solange es nur bei Zahlenwerten angewendet wird, die keinen Bezug auf ein reales Objekt besitzen. Bezug auf ein Objekt bedeutet hierbei, dass der Wert direkt oder indirekt an einem realen Gegenstand oder Lebewesen ermittelt wurde. Beispielsweise ist es komplett sicher, SCP-022-DE anzuwenden, wenn der Rechenende oder der Steller der Rechenaufgabe sich selbstständig den Zahlenwert 324 ausgedacht hat, ohne dabei an ein Objekt zu denken. Sobald der Zahlenwert 324 aber ausgewählt wurde, weil es sich dabei zum Beispiel um die Angabe der Höhe des Eiffelturms in Metern handelt, aktiviert sich beim Erhalten der Lösung SCP-022-DE anomaler Effekt. Dieser variiert abhängig davon, ob beim Ausrechnen von SCP-022-DE einer oder mehrere Zahlenwerte mit realem Bezug gegeben waren. Für die Aktivierung von SCP-022-DE ist nur der Kontext entscheidend, in dem die für die Aufgabe gegebenen Zahlenwerte für den Aufgabensteller stehen. Ob der Rechnende die Herkunft der Zahlenwerte kennt oder nicht, ist unerheblich. Wird SCP-022-DE mit nur einem Zahlenwert mit realem Bezug ausgeführt, wird das Objekt, auf das sich der Wert bezog, nach der Lösung der Gleichung unbestimmt. Es ist extrem gefährlich, da unbestimmte Objekte damit beginnen, rapide Eigenschaften zu entwickeln oder zu verlieren. Unbestimmte Objekte zerstören sich durch diesen Effekt nach einer variierenden Zeitspanne selbst, da sie Eigenschaften annehmen, durch die sie unter den herrschenden physikalischen Gesetzen nicht existieren können. Bis dieses Ereignis eintritt, kann das betroffene Objekt allerdings immense Schäden anrichten, beispielsweise durch die Erhöhung der eigenen Gravitation, einer immensen Größenzunahme, der Generierung extremer Hitze, der Umwandlung einzelner Bestandteile in Antimaterie und Daten gelöscht. Die Versuche, bei denen SCP-022-DE mit nur einem Zahlenwert mit realem Bezug ausgeführt wurde, sind im Versuchslog 022-DE1 einsehbar. Versuchsprotokoll 022-DE1. Verwendete Versuchsmaterialien: ein handelsüblicher sechsseitiger Spielwürfel, weiß. Verwendeter Zahlenwert: die Anzahl seiner Seiten. Ergebnis: das Objekt wurde grün, wuchs dann auf die Größe von 2 Metern an, verwandelte sich anschließend in eine gleichseitige Pyramide und beschleunigte schließlich urplötzlich aus der Ruhe heraus auf eine nicht messbare Geschwindigkeit in Richtung des magnetischen Nordpols. Dabei zerbrach es 5 Wände und tötete einen Foundation-Mitarbeiter durch Kollision. Das Objekt verglühte anschließend durch die entstehende Luftreibungswärme. Notiz: Alle zukünftigen Experimente dieser Art werden im Freien, weit ab von jeglichen Gebäuden durchgeführt. Da kann weniger kaputt gehen. Dr. Luther.
Verwendete Versuchsmaterialien: ein handelsüblicher sechsseitiger Spielwürfel, weiß. Verwendeter Zahlenwert: die Summe seiner Würfelzahlen. Ergebnis: Der Würfel begann sich auf eine Temperatur von 12.000 Grad Celsius aufzuheizen, ohne sich dabei zu zerstören, wurde anschließend komplett flach, vermutlich durch den Verlust der dritten Dimension, gab dann für 30 Sekunden einen hohen Pfeifton von sich und begann sich dann mit ca. 3000 Umdrehungen pro Sekunde zu drehen. Über dem Objekt kam es danach zu spontaner Wolkenbildung und das Objekt wurde 5 Minuten später von einem Blitz getroffen. Nach dem Blitzeinschlag war das Objekt nicht mehr auffindbar. Verwendete Versuchsmaterialien: ein handelsüblicher sechsseitiger Spielwürfel, weiß. Verwendeter Zahlenwert: seine spezifische Wärmekapazität. Ergebnis: Der Würfel begann sich auf eine seiner Ecken zu stellen und emittierte anschließend geringe Mengen an radioaktiver Strahlung. Danach verwandelte sich der Kunststoff des Würfels in Blei und das Objekt schrumpfte auf die Größe von ca. 1 mm. Das Objekt gab anschließend eine komplette Rezitation von Charles Darwins Die Entstehung der Arten mit einer bisher nicht identifizierten Stimme auf Englisch wieder und wandelte sich anschließend komplett in Antimaterie die sofort eine Annihilation mit der umgebenden Luft unterlief. Gegeben der Tatsache, dass das letzte Experiment ein 2 Kilometer durchmessendes und 500 Meter tiefes Loch in das Testgelände gestanzt hat, erbitte ich die Einstellung aller Versuche, bei denen mit nur einem Wert gerechnet wird. Es ist sonst nur eine Frage der Zeit, bis dabei ein stabiles schwarzes Loch entsteht oder die Erde durch eine Supernova verglüht. Dr. Luther: Ihr Antrag wurde stattgegeben, die Sicherheitsmaßnahmen wurden entsprechend angepasst. Doktorin Joch: Beschreibung 2. Wird SCP-022-DE mit 2 oder mehr Zahlenwerten mit realem Bezug ausgeführt, stellt sich ein anderer Effekt ein. Beim Erhalt der Lösung werden alle Bezugsobjekte bis auf eines von der objektiven Realität gelöscht. Das übrig gebliebene Artefakt manifestiert dann so viele Eigenschaften der gelöschten Objekte wie möglich. Dieses Phänomen ignoriert alle Gesetze der Physik und Chemie. Sollten die betroffenen Objekte Eigenschaften besitzen, die miteinander im Widerspruch stehen, manifestiert sich am verbleibenden Objekt nur eine davon nach dem Zufallsprinzip. Beispielsweise kann das Ergebnis eines SCP-022-DE-Phänomens nur eine bestimmte Form besitzen. Sollten die dafür benutzten Objekte zum Beispiel unterschiedliche Formen besitzen, so hat das resultierende Artefakt die exakte Form eines der beiden Objekte. Beispielsweise wäre das Ergebnis bei der Verwendung eines Fußballs und eines Zauberwürfels entweder vollständig würfel- oder vollständig kugelförmig. Im Versuchsprotokoll 022-DE werden Experimente aufgelistet, bei denen SCP-022-DE bei mehreren Objekten gleichzeitig zum Einsatz kam. Ich habe jetzt schon 17 Vorschläge erhalten, daher für alle zum Mitschreiben. SCP-022-DE wird nicht eingesetzt, um irgendwelche Keta-SCPs zu neutralisieren. Sie erinnern sich hoffentlich, dass zwar das Objekt gelöscht wird, aber seine Eigenschaften erhalten bleiben. Sie verlagern also nur das Problem, anstatt es zu lösen, und machen es dabei eventuell noch schlimmer. Außerdem ist da noch die Sache, dass nicht zwangsläufig die Anomalie verschwindet, sondern das andere Objekt. Sie stimmen mir hoffentlich zu, dass wir wirklich keine weiteren Eigenheiten an unseren Ketern brauchen, an die wir unsere Sicherheitsmaßnahmen anpassen müssen. Der Nächste, der mir einen Vorschlag zur Keterneutralisierung mittels einer SCP-022-DE-Rechenaufgabe vorlegt, wird dem Eindämmungsteam besagten Keters zugeteilt. Doktorin Joch: Das Aufkommen von SCP-022-DE außerhalb der Foundation ist sehr selten, da für die Entwicklung des Lösungswegs ein großes mathematisches Fachwissen erforderlich ist. Seit seiner Entdeckung am 1996 sind nur 3 Eindämmungsbrüche aufgetreten. Diese Eindämmungsbrüche hatten allerdings immense Sachschäden, insgesamt 1298 Todesfälle und Daten gelöscht zur Folge. Meine Damen und Herren, Sie werden sich vielleicht fragen, warum wir einen solchen Aufwand betreiben, um einen mathematischen Sachverhalt einzudämmen, dessen Ergründung mindestens 5 Jahre intensives Studium der Mathematik voraussetzt. Das liegt daran, dass man ihn auch auf Dinge wie Licht oder die Erde anwenden kann, und glauben Sie mir, Sie wollen nicht, dass jemand an denen was verändert. Ja, es gab bisher nur 3 Eindämmungsbrüche, aber das liegt einzig und allein daran, dass unsere Einsatzkräfte schnell reagieren. Fast monatlich nehmen unsere Jungs jemanden hops, der versucht, SCP-022-DE auszuführen. Sie wundern sich jetzt bestimmt, warum so viele Menschen auf der Welt darauf erpicht sind, eine eigentlich unlösbare Matheaufgabe zu lösen. Die Antwort ist ganz einfach.
weil wir die ursprüngliche Eindämmung vergeigt haben. Wir haben nicht alle Spuren von SCP-022-DE rechtzeitig verwischen und alle Mitwisser festnehmen können. Und als Resultat laufen immer noch Personen frei herum, denen bekannt ist, dass SCP-022-DE definierte Lösungen besitzt. Falls Sie mir das nicht glauben wollen, fragen Sie sich eins: Wo ist dieses Teilen durch Null-Meme hergekommen? Doktorin Joch. Versuchsprotokoll 022-DE. Dieses Protokoll listet alle Experimente auf, bei denen SCP-022-DE auf 2 oder mehr Objekte angewandt wurde. Zurzeit sind weitere Versuche mit SCP-022-DE nicht gestattet. Verwendete Versuchsmaterialien: ein handelsüblicher sechsseitiger Spielwürfel weiß, ein handelsüblicher Tischkreisel aus Holz. Verbliebenes Objekt Kreisel. Ergebnis: Der Kreisel bestand nun aus Kunststoff mit einer Holzstruktur und besaß 21 schwarze Punkte auf seiner Oberfläche, die sich zu den 6 Würfelaugenzahlen anordneten. Verwendete Versuchsmaterialien: ein handelsüblicher sechsseitiger Spielwürfel weiß, ein handelsüblicher Tischkreisel aus Holz. Verbliebenes Objekt Spielwürfel. Ergebnis: Der Würfel nahm das Volumen des Kreisels an und bestand nun aus weißem, strukturlosen Holz mit schwarzen Punkten für die Würfelzahlen. Verwendete Versuchsmaterialien: ein Achtelstück Schwarzwälder Kirschtorte, ein Achtelstück Gugelhupf. Verbliebenes Objekt Stück Gugelhupf. Ergebnis: Das Kuchenstück hatte die Kolorierung der Schwarzwälder Kirschtorte angenommen, aber seine Konsistenz durchgehend beibehalten. Das Stück wurde anschließend von einem Mitarbeiter der Klasse D verzehrt. Er sagte anschließend aus, das Kuchenstück hätte nach Schwarzwälder Kirschtorte geschmeckt, merkte aber an, dass die Konsistenz dem Geschmackserlebnis nicht zuträglich gewesen war. Verwendete Versuchsmaterialien: ein Exemplar der Art Ratus norvegicus, Wanderratte, weiblich, ein Exemplar der Art Caviar porcellus, Hausmeerschweinchen, kurzhaarig, männlich. Verbliebenes Objekt Ratus norvegicus. Ergebnis: Das Tier nahm die Größe des Caviar porcellus und dessen Fellkolorierung an und erhielt dessen Geschlechtsorgane, ohne seine eigenen zu verlieren. Das Subjekt zeigte Anzeichen von Verwirrung und verbrachte die nächsten 2 Stunden damit, in seinem Käfig umherzurennen und sich zu putzen. Anschließend zeigte es eine Mischung aus für Ratus norvegicus und Caviar porcellus typischen Verhaltensmustern. Verwendete Versuchsmaterialien: ein Exemplar der Art Ratus norvegicus, Wanderratte, ein Exemplar der Art Ficus elastica, Gummibaum. Verbliebenes Objekt Ratus norvegicus. Ergebnis: Die Muskulatur des Subjekts wurde vollständig durch Holz ersetzt und sein Fell nahm aufgrund von Chloroplastenanreicherung eine grüne Farbe an. Da das Gehirn des Subjekts nicht mit dem Rest seines Körpers kompatibel war, starb es sofort. Verwendete Versuchsmaterialien: ein Exemplar der Art Ratus norvegicus, Wanderratte, ein Exemplar der Art Ficus elastica, Gummibaum. Verbliebenes Objekt Ficus elastica. Ergebnis: Die Zellulose der Pflanze wurde vollständig durch Muskelmasse ersetzt, ihre Rinde überzog sich mit Fell in der Kolorierung des verschwundenen Versuchsobjekts und sie erhielt an 2 verschiedenen Stellen ihres Stammes je ein Auge von Ratus norvegicus und an einer dritten Stelle dessen Maul. Sie war weiterhin zur Photosynthese fähig, konnte aber durch das Maul auch mit für Ratus norvegicus geeigneter Nahrung versorgt werden. Das Objekt war begrenzt bewegungsfähig und verhielt sich Personal gegenüber aggressiv und panisch. Verwendete Versuchsmaterialien: ein Exemplar der Art Ratus norvegicus, Wanderratte, 5 ml Wasser in einem Messerbecher befindlich. Verbliebenes Objekt Wasser. Ergebnis: Daten gelöscht. Verwendete Versuchsmaterialien: D1287 männlicher Kaukasier, D3978 männlicher Hispanier. Verbliebenes Objekt D3978. Ergebnis: Das Subjekt nahm Größe und Statur von D1287 an und erhielt dessen Haarfrisur. Es zeigte Anzeichen von Verwirrung und nahm für 30 Minuten eine fetale Position ein. Anschließend griff es das im Raum befindliche Personal an und wurde als Reaktion darauf gefesselt. D3978 gab an, zusätzlich zu seinen eigenen die Erinnerungen von D1287 zu besitzen. Das Subjekt verhielt sich weiterhin aggressiv und wurde 2 Tage später terminiert.